Der Moment, auf den wir alle seit 8 Wochen warten, The Mandalorian Staffelfinale. Was für eine Folge für die Geschichtsbücher. Moff Gideon vs. Din Djarin, Bo-Katan, Dunkeltruppen und, oh, diese riesen Überraschung am Ende. Ich weiß, ihr denkt nur daran. Legen wir los. Ein letztes Mal für diese Staffel. Mein Name ist Julian und das ist Filmplanet. Achtung für die fettesten Spoiler, die es jemals in The Mandalorian gab, und bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie es mit Star Wars nun weitergeht. Falls euch das Video gefällt, falls euch alle 8 Recap-Folgen gefallen haben, die ich hier für euch gemacht habe, dann zeigt das dem YouTube-Algorithmus und gebt dem Video einen Daumen hoch. Nummer 4, das Team kommt zusammen. Bo-Katan und ihre rechte Hand Koska Reeves sind wieder da. Sie will das Dunkelschwert um jeden Preis zurück, damit sie Mandalore, den Heimatplaneten der Mandalorianer, anführen und zu neuer Pracht verhelfen kann. Somit ist sie auch bereit, hier Din Djarin dabei zu helfen, Grogu zu retten. Hauptsache, sie kriegt Gideon und das Schwert. Genau wie in der letzten Staffel haben wir nun endlich das Team zusammen, bestehend aus den Nachteulen, Boba Fett, Fennec Shand und natürlich Din Djarin. Das alleine ist schon ziemlich episch. Gemeinsam geht's ab zu Moff Gideon und diese Sequenz hier fühlt sich so sehr an wie Star Wars. Wie wir mit einem gewieften Plan versuchen, uns mit einem gestohlenen imperialen Shuttle in ein anderes imperiales Fahrzeug reinzuschleichen. Ich liebe es, wenn wir in Star Wars bekannte Szenen aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. So auch hier, wie die TIE-Jäger so cool aufbereitet und rausgeschossen werden. Boba hat seinen Part erfüllt und wir sind drin, aber Moff Gideon lässt sich auf keine Spielchen ein. Aktiviert die Dunkeltruppen. Ein Spiel mit der Zeit und die Spannung steigt. Besonders genial finde ich hier die Techno-Musik, die bei den Szenen mit den Dunkeltruppen gespielt werden. Ein Remix aus diesen Vader-artigen Atemgeräuschen und den stressigen Beats. Unfassbar, wie ein eisiger Komponist Ludwig Göransson so viele Genres so gut beherrscht. Überhaupt ist die Musik in dieser ganzen Folge meiner Meinung nach seine bisher beste Arbeit. Er hat jede Stimmung so gut untermalt und intensivieren können. Vor allem in der Sequenz mit der Überraschungsfigur dieser Folge, auf die wir gleich näher eingehen werden. Keine Angst. Was auch oft unterschätzt wird, ist, wie schwer es ist, Bewegungen so zu choreografieren. Und das setzten die Macher sehr gut in dieser Folge um. Den Zuschauerinnen und Zuschauern werden die Persönlichkeiten der Figuren vermittelt, ohne Dialog, nur mit den Bewegungen und den Stunts. Man erkennt einen Kontrast zwischen den Nachteulen und Cara Dune, wie sie mit ihren brutaleren Bewegungen und ihrem Weapon of Choice, dem Maschinengewehr, da durch die Gänge rattert. Da ein ganz großes Lob an starke Stuntarbeit. Übrigens, nachdem in Star Wars jahrelang Frauen so unterrepräsentiert worden sind mit nur einer Rey und einer Leia und einer Jyn Erso aus Rogue One unter all diesen Männern, ist es hier echt schön zu sehen, wie in dieser Szene 4 Frauen und nur 4 Frauen ans Eingemachte gehen und diesen Sturmtruppen einheizen. Ich glaube, auf dem ganzen Schiff ist echt nichts übrig geblieben an Imperium. Nummer 3, Moff Gideon vs. Din Djarin. Die anderen kümmern sich um das Kommandodeck und Din Djarin soll Grogu retten. Auf dem Weg dahin die Dunkeltruppen. Er hat wirklich Glück, dass er nur einen abbekommen hat. Wir sehen hier demonstriert, wie mächtig ein Dark Trooper wirklich ist, und bei den gnadenlosen Schlägen habe ich echt für eine Sekunde gedacht, dass der Droide seinen Helm zerpulvert. Eine Bedrohung folgt der nächsten und wir sehen Moff Gideon mit dem Dunkelschwert. Gideon hätte Din fast ausgetrickst, ich wäre darauf reingefallen, aber ein Glück für Beskar. Es beginnt ein super brutaler Kampf, einer meiner Lieblingsduelle in ganz Star Wars, eben weil es nicht so flüssig, nicht choreografiert aussieht, sondern grob und spontan. Der Streetfight unter den Lichtschwertduellen, wenn man so will. Übrigens, fast vergessen, in dieser Folge führte wieder Peyton Reed Regie. Genau, ihr kennt ihn und habt dieses Bild schon mal gesehen. Das ist nämlich der Regisseur der Ant-Man-Filme, der bereits vor 6 Wochen Kapitel 10 anführte. Das ist die Folge, die man so gehatet hat, weil damals noch Baby Yoda die ganzen Fischeier gegessen hat. Also bevor man es ausspricht, ich hoffe, der macht nie wieder Star Wars, sein visuelles Auge und seine Führungskraft haben auch in dieser Folge das Drehbuch von Jon Favreau zum Leben erweckt. Moff Gideon wurde besiegt, aber wenn das mal nicht neue Probleme mit sich gebracht hat. Dadurch, dass Din Moff Gideon im Kampf besiegt hat, ist er der rechtmäßige Eigentümer des Dunkelschwertes und der damit auserwählte Thronerbe von Mandalore. Er hat damit aus Versehen das erreicht, was Bo-Katan seit schätzungsweise 10 Jahren versucht. Und man sieht ihr den Schock in dem Moment an. Das alles ist der Aufbau für die Dramatik in der nächsten Staffel The Mandalorian. Ob Bo-Katan dabei eine Verbündete oder Feindin ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass sie in der Clone Wars Serie bereits beides war. Auf jeden Fall bauen wir jetzt schon darauf hin, dass Din Djarin eines Tages Mandalore anführen und befreien wird. Und genau wie er sein Schicksal mit Grogu erst nicht annehmen wollte, wird er auch das eventuell akzeptieren müssen.
Nummer 2, Luke Skywalker. Ich hab's euch bereits gesagt in einem, nein, 3 Videos. Ihr könnt einfach jeweils auf den letzten Punkt vorspulen. Dort gehe ich näher darauf ein, wie Luke in The Mandalorian reinpasst. Aber kommen wir jetzt zu dieser Folge. Mark Hamill, Luke Skywalker höchstpersönlich, schlüpfte mit seiner Stimme noch einmal in die legendäre Rolle. Mit einem Körperdouble gespielt von dem relativ unbekannten britischen Schauspieler Max Lloyd Jones. Ich will gleich mal das Negative vorab loswerden. Vor allem die jüngeren Zuschauer haben es vielleicht übersehen können, aber ich finde es sehr schade, dass wir Mark Hamills Gesicht in dieser Serie digital nachstellen mussten. Sein Gesicht sah meiner Meinung nach nicht gut aus. Und was Effekte angeht, kam es einfach nicht an die Messlatte ran, die The Mandalorian von Anfang an so hoch gesetzt hat. Außerdem gehört Peyton Reed zu einem der wenigen Filmemacher, der bereits Erfahrung mit De-Aging-Technologie hatte, wie zu sehen bei Michael Douglas in Ant-Man. Und dafür war das ein wenig enttäuschend. Aber ist euch das überhaupt aufgefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Auf der anderen Seite passt ein solcher Effekt zu Prinzessin Leia am Ende von Rogue One und es passt zu Star Wars allgemein. Denn Star Wars ist, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, randvoll mit schlechten Effekten und Filmfehlern. Aber das gehört auch zum Charme des Ganzen. Hauptsache, man kann eintauchen in die Welt und das konnte ich hierbei ganz eindeutig. Okay, meine analytische Gehirnhälfte sagt mir, dass die Gesichtsanimation nicht so gut aussah, aber in dem Moment war mir das kackegal. Das ist Luke Skywalker. Luke Skywalker mit R2-D2. Ich habe von diesem Moment geträumt, seit ich das erste Mal Rückkehr der Jedi-Ritter geschaut habe. Und damit ist der Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Das ist die Rückkehr von Rückkehr der Jedi-Ritter Luke Skywalker. Mir fehlen einfach wirklich zum ersten Mal seit 8 Wochen die Worte dafür. So sehr ich dachte, dass Luke auftaucht, sind die Macher viel weiter gegangen, als ich geglaubt hätte. Wir kriegen hier Prime Luke, also Luke in seiner besten Zeit. Ein ausgebildeter und hypermächtiger Jedi, der auf der Suche nach Wissen rund um die Macht ist und eine Jedi-Schule gründen will. Und man sieht seine Stärke hier. Er schneidet durch die Dark Trooper wie durch Butter. Man staunt einfach nur über die Ästhetik dieser gesamten Sequenz. Und auch das ist wieder eine Hommage an Darth Vaders Auftritt in Rogue One, nur jetzt in grün. Das ist darauf zurückzuführen, dass George Lucas immer meinte, dass seine Filme sich reimen, bildlich gesprochen natürlich. Vom Visuellen her, von den Storybeats und so reimt sich auch The Mandalorian mit dem Rest von Star Wars. Luke hier zu sehen hat die Story noch fester verknüpft mit allem, was bisher in Star Wars geschehen ist und jetzt können wir die Richtung wechseln und arbeiten uns hin zu einem neuen, epischen Höhepunkt in einem anderen Teil des Universums, nämlich Mandalore. Es ist schade, dass wir Sebastian Stan nicht bekommen haben, aber vielleicht brauchten ihn die Macher von Anfang an gar nicht, denn ich glaube wirklich nicht, dass wir Luke Skywalker nochmal in The Mandalorian sehen werden. Das war schon das Geschenk mit R2-D2 als extra Überraschung. Und es war natürlich unglaublich traurig zu sehen, wie Grogu sich dazu entschieden hat, weiter mit der Macht vertraut zu werden und Din zu verlassen. Es brach mir das Herz zu sehen, wie Din seinen Helm abnahm, nur damit Grogu sich von Angesicht zu Angesicht von ihm verabschieden durfte. Ein emotionaler Moment, den sich die Serie nach 15 Episoden mit den beiden zusammen komplett verdient hat. Wir hatten in dieser Staffel die Rückkehr von Boba Fett, Krayt Drachen, Mon Calamari, Tusken Räuber, Bo-Katan und Ahsokas Live-Action-Debüt, aber diese 5 Minuten Luke Skywalker toppt alles. Genau wie die Star Wars Filme war das eine Episode, die ich, wenn ich mal schlecht drauf bin, wieder und wieder und wieder schauen werde, weil es mich einfach glücklich macht. Meine Bewertung 9,5 von 10. Alles klar, tschüss Leute, war wirklich eine tolle... Moment, eine Sache gibt's da noch. Habt ihr es gesehen? Die Post-Credit-Scene. Wenn nicht, dann pausiert dieses Video, schaut es euch nochmal an und kommt hierher zurück, denn am Ende der Credits gab es noch etwas für uns zu sehen. Und zwar, Nummer 1, The Book of Boba Fett. Zum ersten Mal sehen wir in Star Wars eine Post-Credit-Sequenz wie bei all den Marvel-Filmen. Wir sehen Jabba's Palast aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Hab mich immer gefragt, was aus Bib Fortuna geworden ist. Jetzt kann ich es endlich sehen. Er hat sich gehen lassen. Boba tötet ihn, hat den Palast für sich beansprucht und setzt sich auf Jabba's Thron mit Fennec Shand als seine rechte Hand.
Die Folge endet und wir sehen die Titeleinblendung The Book of Boba Fett, gefolgt von Dezember 2021. Was bedeutet das? Für die es nicht mitbekommen haben, Disney hat letzte Woche 11 neue Star Wars Projekte angekündigt. Ich kann jetzt leider nicht auf jedes einzelne von denen eingehen, das müsste in einem getrennten Video gemacht werden. Schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann nehme ich mir gerne die Zeit dafür. Auf jeden Fall ist eines dieser Projekte die, wie ich euch mittlerweile schon fast versprochen habe, Ahsoka-Serie von Dave Filoni. Eine Boba Fett-Serie war jedoch nicht dabei. Gehen wir noch einmal ein bisschen zurück. Genau wie für die Figur von Obi-Wan Kenobi war auch für Boba Fett eigentlich ein eigener Kinofilm geplant. Nur nach dem finanziellen Misserfolg von Solo: A Star Wars Story hat Disney kalte Füße bekommen und die A Star Wars Story Spin-off-Filme vorerst gestrichen. Aber die Drehbücher dieser Filme liegen immer noch irgendwo rum. Die Geschichten sind bereits geschrieben. Es wäre dumm von Disney, diese nicht, sei es in einer abgeänderten Form, zu nutzen. Und genau das tun sie auch in der Obi-Wan Kenobi-Serie und anscheinend auch in The Book of Boba Fett. Jetzt ist die große Frage, was ist The Book of Boba Fett? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos gibt es noch keine offiziellen Angaben von Seiten Disneys, also können wir nur spekulieren. Einerseits könnte man denken, dass das Bobas eigene Serie ist, die Disney einfach noch nicht angekündigt hat. Aber wir haben auch erfahren, dass wir das Ganze schon nächstes Jahr im Dezember 2021 bekommen. Hier wird's knifflig, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Disney hat bereits offiziell angekündigt, dass die dritte Staffel The Mandalorian an Heiligabend 2021 starten wird. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass 2 Star Wars Serien in einem Monat erscheinen. Daher glaube ich, dass wir eben eine Mischung aus beidem sehen werden und somit The Book of Boba Fett ein Teil von der dritten Staffel The Mandalorian sein wird. Also zum Beispiel die ersten 3 bis 4 Episoden. Das wäre also eine Kurzgeschichte, die in The Mandalorian erzählt wird. Genauso wie die gesamte Serie The Clone Wars aufgebaut ist. Das würde auch dazu passen, dass die Folgen Kapitel heißen. Wir hatten jetzt gerade The Mandalorian Kapitel 16. Nächstes Jahr beginnt dann die dritte Staffel und gleich nach dem Titel sehen wir The Book of Boba Fett Kapitel 1. Gefolgt von Kapitel 2 und Kapitel 3 und dann geht's weiter mit The Mandalorian Kapitel 17. Das ist zumindest das, was ich glaube. Damit würden sie sich selbst auch die Möglichkeit bieten, weitere solcher Kurzgeschichten erzählen zu können. Zum Beispiel The Book of Mandalore, was 3 Episoden lang den Untergang oder eben in die Zukunft blickend die Wiedereroberung des Planeten Mandalore zeigen könnte. Aber soweit meine Gedanken dazu. Und eine letzte Sache noch. Wir haben es geschafft. Nur durch euch, Leute. 100 Abonnenten haben wir überschritten. Da seht ihr den Screenshot. Ich danke euch so sehr. Danke fürs Anschauen meiner Videos. Danke, dass ihr die letzten 8 Wochen dabei wart. Danke an Felix für all deine Hilfe. Ich hoffe, die Staffel hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir. Falls ihr nicht verpassen wollt, was euch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten alles auf Filmplanet erwartet, dann ist jetzt der Augenblick gekommen, den Kanal zu abonnieren und gleich daneben auf die Glocke zu klicken. Neben weiteren Star Wars Videos wird es auch einiges zu Marvel, Netflix, Warner Bros., Pixar und Co. geben. Und sobald die Kinos endlich wieder geöffnet haben, wird es zu den fantastischen neuen Filmen und dem ein oder anderen Science-Fiction-Epos auch mehr als genug Content auf diesem Kanal geben und das alles kostenlos. Daher abonniert Filmplanet. Nochmal ein letztes Danke von mir. Ich bin Julian von Filmplanet, wünsche euch eine erholsame Zeit, bleibt gesund und bis bald.